Hallo, mein Name ist Tommy und ich bin ein erwachsener Lego-Fan. Wie ihr wisst, ist Back to the Future oder auf Deutsch Zurück in die Zukunft mein absoluter Lieblingsfilm. Ich habe schon die Hauptdarsteller getroffen und viele der Filmdrehorte besucht. Falls euch das interessiert, findet ihr die Links zu meinen Videos der Drehorte unten in der Beschreibung. Von Back to the Future sind bisher 4 Lego-Sets erschienen. Diese stelle ich euch in diesem Video vor. Das erste Set, die DeLorean-Zeitmaschine mit Marty und Doc, ist im Jahr 2013 erschienen. Und zwar in der Reihe Lego Ideas, die damals noch Lego Kuzoo hieß. Dort können Lego-Fans Sets vorschlagen, die es noch nicht gibt. Falls diese Vorschläge 10.000 Supporter erreichen, prüft Lego, ob sie daraus ein richtiges Set machen möchten. Genauso war es dann auch damit. Die Herren Togami und Sakuretsu hatten diesen Vorschlag hier eingereicht. Daraus wurde dann das 4. Set der Reihe. Und ihr seht, dass das Auto im endgültigen Set leicht anders aussieht. Es ist normal, dass die Lego-Designer den Vorschlag noch überarbeiten. Dabei ist dann auch dieser Knick in der Motorhaube entstanden. Also gut, eigentlich ist die Motorhaube ja hinten. Jedenfalls hatten Togami und Sakuretsu diese schräge Platte hier vorgesehen, wie sie zum ersten Mal bei diesem Bahnübergang hier vorgekommen ist. Sie passt eigentlich wirklich perfekt zum Aussehen des DeLorean. Und es ist schade, dass Lego sie nicht auch verwendet hat. Es existiert aber eine inoffizielle Anleitung, wie man diesen DeLorean mit dieser schrägen Platte umbauen kann. Diese Anleitung stammt von Andrew Harkins, dessen Space Shuttle bei Lego Ideas ebenfalls 10.000 Supporter erreicht hat. Ich habe euch den Link zu dieser Anleitung unten in der Beschreibung hinzugefügt. Das war also wie gesagt das 4. Set von Lego Ideas. Die ersten 2 waren ein japanisches Unterseeboot und ein Satellit, und das 3. ein Set aus Minecraft. Der DeLorean konnte ab dem 1. August 2013 bei Lego gekauft werden. Er kostete damals 49,90 Franken oder 34,99 Euro. Ich war extra aufgeblieben, um das Set um Mitternacht zu bestellen. Es gab dann aber doch nicht so einen Ansturm wie zum Beispiel heute, wenn man den Lego A-Wing bestellen will und der Shop bricht vor Überlastung einfach zusammen. Was ist denn nun also in dieser Box enthalten? Das sind zuerst mal alle Steine für diesen DeLorean hier. Und weitere Steine, um die Version aus allen 3 Filmen zu bauen. Also Teil 1, so wie er hier steht, mit dem gelben Verschluss der Plutoniumkammer, Teil 2 mit dem Mr. Fusion Aufsatz und Teil 3 mit den roten Felgen und der Elektronikbox auf der Fronthaube. Die Räder können bereits hier gekippt werden für den Flugmodus. Dann haben wir die beiden Minifiguren von Marty und Doc mit einem Skateboard und diese Anleitung hier. Das Büchlein ist wirklich hochwertig gedruckt und enthält über 100 Seiten. Zuerst gibt es ein paar Informationen zum Film und zur Michael J. Fox Stiftung. Ihr wisst ja vielleicht, dass Michael Parkinson hat und mit seiner Stiftung Geld sammelt und eine Behandlungsmethode für Parkinson sucht. Nach der Bauanleitung für die Zeitmaschine und die Anpassungen für Teil 2 und 3 sehen wir die beiden, die das Set vorgeschlagen haben, Togami und Sakuretsu. Und den Lego-Designer Sten Sig Andersen, der aus dem Vorschlag das fertige Set gemacht hat. Falls ihr das Set nicht besitzt, aber trotzdem mal einen Blick in die Anleitung werfen möchtet, dann ladet doch die elektronische Version herunter. Ihr wisst ja vielleicht, dass Lego PDF-Dokumente von allen Bauanleitungen zur Verfügung stellt. Den Link findet ihr ebenfalls unten in der Beschreibung. Schauen wir uns aber mal die Zeitmaschine näher an. Wie gesagt, können die Räder nach unten geklappt werden. Möglich machen das Lego-Technik-Elemente, die mit eingebaut sind. Und auch die Flügeltüren lassen sich öffnen. Im Auto sind 3 bedruckte Fliesen enthalten, die es nur in diesem Set gibt. Das ist mal die Autonummer Out of Time und auch die orange Autonummer aus der Zukunft. Die sind wirklich sehr schön gemacht und kommen auch nahe an die Originale. Out of Time und die orange aus der Zukunft. Auch die Nummern sind dieselben. Hoffentlich ja auch. Die 3. Fliese mit dem Zeitdisplay sieht man jetzt hier ein bisschen schlecht. Ich nehme mal das Dach ab, damit man das besser sieht. Hier ist sie. Als Zielzeit ist der 28. Januar 1958 angegeben. Der Tag, an dem das Patent für den Lego-Stein angemeldet wurde. Dann gibt es im Innenraum den Fluxkondensator, der hier auf dieses Wandpanel aufgedruckt ist. Bei dieser Erstausgabe enthält der Druck einen Schreibfehler. Bei Shield von Shield Your Eyes from the Light, also schützt eure Augen vor dem Licht, sind 2 Buchstaben vertauscht. Das wurde in späteren Produktionen dann korrigiert. Was mich überhaupt nicht überzeugt,
ist der Mr. Fusion Aufsatz von Teil 2. Schaut mal, der hat doch überhaupt nichts zu tun mit der Krupps Kaffeemühle, die dafür verwendet wurde. Togami und Sakuretsu hatten in ihrem Vorschlag einen weißen Rundstein verwendet und das wäre wirklich eine bessere Lösung gewesen. Vielleicht mit einem Aufdruck, wie ich das hier mal behelfsmäßig vorbereitet habe. Dann kommen wir zu den Minifiguren von Marty McFly und Doc Brown. Beide sind wirklich gelungen und ich finde, dass sich Lego besonders bei den Oberkörpern besonders viel Mühe gegeben hat. Bei Marty sehen wir also die Daunenweste, vorne und hinten, die Jeansjacke, das karierte Hemd und das weinrote T-Shirt. Genauso wie es auch in echt sein sollte. Daunenweste, Jeansjacke, kariertes Hemd und rotes T-Shirt. Und bei Doc sehen wir den Strahlenschutzanzug, hinten mit dem Atomsymbol und mit seiner Stoppuhr und der Krokodilklemme in der Brusttasche. Beide Figuren haben ihre eigenen Köpfe, die in diesem Set zum ersten Mal vorkommen. Sie sind vorne und hinten mit einem fröhlichen und einem besorgten Gesicht bedruckt. Ah, die Libyer kommen. Beide Figuren tragen aber fremde Haare. Bei Marty passt das hier schon noch recht gut, aber bei Doc eher weniger. Das sind die Haare von Count Dooku oder Kanzler Palpatine aus den Star Wars Sets. Auch Peter Venkman vom Lego Ideas Ghostbusters Set trägt diese Haare in Braun. Und auch ihm stehen sie nicht wirklich. Im Set ist auch ein Skateboard enthalten. Und das überzeugt mich nun wirklich gar nicht. Es sollte eigentlich schwarz sein, mit gelben Rädern, wie ihr das hier seht. Und beide Teile existieren eigentlich in diesen Farben. Schade, dass im Set nicht auch ein Hoverboard enthalten ist. Nachdem man ja den DeLorean umbauen kann wie in allen 3 Filmen, hätte das wirklich gut gepasst. Und auch die Kleider von Marty und Doc in allen 3 Filmen. Alles in allem finde ich das Set sehr gelungen. Ich hätte mir aber bei der Zeitmaschine noch ein paar überzeugendere Details gewünscht. Würde das Set heute erscheinen, hätte es diese wohl. Vor 7 Jahren gab es halt auch doch eine wesentlich kleinere Auswahl an speziellen Lego-Elementen, wie es sie heute gibt. Von Togami und Sakuretsu stammen übrigens noch weitere Lego Ideas Vorschläge für Back to the Future Sets, zum Beispiel Martys Geländewagen oder Griffs BMW. Ihr Zeitzug aus dem 3. Teil hat sogar ebenfalls 10.000 Supporter erreicht. Aber Lego hatte sich dann doch dagegen entschieden, daraus ein Set zu machen. Das passiert noch recht häufig. Ein Ultimate Collector Series DeLorean wäre natürlich etwas ganz Tolles. Besonders jetzt zum 35-Jahre-Jubiläum. Im Jahr 2015 gab es dann ein Videospiel von Lego für alle gängigen Konsolen, Lego Dimensions. Hier seht ihr das Toypad mit dem Dimensionstor. Darauf können Figuren gestellt werden, die dann im Spiel vorkommen, zum Beispiel Wildstyle vom Lego Movie oder Gandalf. In vielen anderen Helden aus Film und Fernsehen gab es auch 2 Back to the Future Packs. In der ersten Welle war dabei das Level Pack mit Marty McFly, Hoverboard und DeLorean Zeitmaschine. Und der Marty hier drin ist identisch mit dem Marty aus der Zeitmaschine. Hier einfach noch mit seiner roten Gitarre. Die Zeitmaschine ist natürlich deutlich kleiner als im anderen Modell, aber sogar hier lassen sich die Flügeltüren öffnen. Naja, mehr oder weniger gut. Das Hoverboard dann ist wirklich wunderschön gelungen. Und ich habe das Gefühl, dass Lego das hier wirklich noch nachliefern wollte, sich wirklich große Mühe gegeben hat. Es sieht wirklich fast genauso aus wie das echte Hoverboard. In der 3. Welle war dann dieses Fun Pack mit Doc Brown und seinem Zeitzug mit dabei. Und hier hat Doc Brown eine viel bessere Frisur als noch zuvor. Clara Clayton aus Teil 3 würde sagen, das ist wirklich schönes, wallendes, weißes Haar. Das sind nun wirklich seine eigenen Haare, die aber dann später auch in Grün für Beetlejuice eingesetzt wurden und in Grau und Braun in 2 Harry Potter Sets. In Lego Dimensions gibt es auch Ghostbusters. Und auch Peter Venkman hat nun hier eigene Haare enthalten, die sich aber von Docs unterscheiden. Bei beiden stimmen sie nun wirklich. Und der Zeitzug, der ist wirklich absolut genial gemacht. Ich staune immer wieder, wie die Designer da viele kleine Details auf so engem Raum unterbringen können. Bei beiden Sets habe ich das Gefühl, jetzt wollten die Designer es richtig machen. Das 4. Set ist das Lego Brickhead Set mit Marty McFly und Doc Brown. Es sind die Figuren 43 und 44 aus der Brickheads-Reihe. Die ist ja Legos Antwort auf die Funko-Pop-Figuren, die sie zu Tausenden und Abertausenden verkaufen. Ich selbst bin ein großer Fan der Brickheads
und baue auch ab und zu mal eigene Kreationen. Hier habe ich mich zum Beispiel an Biff vom Ende von Teil 1 versucht. Die beiden sind im Jahr 2018 erschienen und haben 19,99 € gekostet. Marty ist wirklich sehr gut getroffen und auch hier sehen wir die Daunenweste in einem dreidimensionalen Effekt, die Jeansjacke, das karierte Hemd und das dunkelrote T-Shirt. In der Hand trägt er die Videokamera, mit der er die Zeitreise filmen soll. Sie enthält eine bedruckte Fliese der JVC-Kamera hier. Aber wenn wir das mal miteinander vergleichen, dann müsste die Fliese eigentlich genau umgekehrt sein. Oder anders gesagt, Marty müsste die Kamera in seiner rechten Hand halten und nicht in der linken. Ansonsten sind aber auch die Details hier wirklich sehr, sehr gut getroffen. Dieselbe Kamera ist übrigens auch in der Netflix-Serie Stranger Things vorgekommen. Und ich war schon überrascht, dass Lego in seinem Stranger Things Set Upside Down nicht ebenfalls diese Fliese eingesetzt hat, sondern ein generisches Videoband. Auch Doc Brown ist einwandfrei erkennbar und sehr gut getroffen mit seinem Werkzeuggürtel vorne und auf der Seite und den Aufdrucken vorne und hinten. Was ich hier gegenüber dem offiziellen Set aber geändert habe, sind Docs Schuhe. Denn irgendwie scheinen es die Lego-Designer verpasst zu haben, dass Doc im Film orange Schuhe trägt. Das ließ sich dann aber ganz einfach bereinigen. Das waren nun also die 4 Lego-Sets. Aber ich bin mit meiner Aufzählung doch noch nicht ganz zu Ende. Ihr kennt ja vielleicht die Fernsehsendung Lego Masters, bei dem Lego-Fans in Zweierteams gegeneinander antreten. Sie müssen dann in jeder Sendung etwas aus Lego bauen und da schaue ich unglaublich gerne zu. Zum ersten Mal lief die Sendung in England, aber mittlerweile gibt es sie auch in anderen Ländern. In der australischen Version mussten die Teams in der 7. Episode der ersten Staffel eine DeLorean-Zeitmaschine nachbauen. Als Vorlage diente dazu ein sehr schlecht umgebauter DeLorean im Studio. Ein Team hat sich dabei völlig verzettelt mit einem viel zu großen Modell, mit dem sie dann nicht fertig geworden sind. Henry und Kate hingegen haben ein wirklich sehr schönes Auto gebaut und haben dann nicht nur diese Aufgabe, sondern auch die ganze erste Staffel gewonnen. Und, völlig überraschend, ist dann Doc Brown und der DeLorean auch im Lego Movie 2 vorgekommen. Interessanterweise war es dann aber nicht der Lego Ideas DeLorean, sondern ein leicht anderer. Ein bisschen größer und ebenfalls mit dieser schrägen Platte vom Bahnübergang, wie er damals vorgeschlagen wurde. Und im Internet sind weitere inoffizielle Anleitungen zu finden. Zum Beispiel für dieses schön gemachte Hill Valley Diorama im Stil der Architektursets. Falls euch das interessiert, findet ihr den Link dazu ebenfalls unten in der Beschreibung. Das war's nun aber wirklich. Tschüss und danke fürs Zuschauen. Besuche meine Webseite tommy.ch, abonniere meinen YouTube-Kanal oder klicke hier, um ein anderes Lego-Video von mir aufzurufen. Hat dir dieses Video gefallen? Dann freue ich mich über Daumen hoch. Danke!